Wir gehen auf einen kleinen Wildtiermarkt. Das ist das, was ich am liebsten mache. Das hier ist schon Horror. Hier ist alles Mögliche. Aber das ändert sich hoffentlich mit zunehmender Bildung. Aber ich denke, da werden wir mit der Femke noch mal drüber reden, was die Lösungsansätze sind für dieses Problem. Viele Touristen kommen auch an solche Orte und sehen dann die Zustände, gerade wenn es um solche Affen zum Beispiel oder Affenbabys geht. Kaufen die dann den Händlern ab, zwischen 20 und 50 Dollar zahlt man für ein Affenbaby. Und rufen dann die Femke an und sagen, hier, wir haben Affen gerettet, bitte sehr, jetzt musst du dich drum kümmern. So this is an emergency center, yeah? It's only an emergency center. It's because there's so many issues with the monkeys. Also nur Provisorium, alles klar. I need to arrange permit to bring them all the way to Sumatra, and then we have a center set up for them there. But it's just so disgusting that people keep them as a pet, you know, and then at some point they don't want to take care of, they cannot take care anymore, and they dump them. Am Ende kommen diese schwer traumatisierten, teilweise kranken und dem Tode nahen Tiere dann in eine Rettungsstation und dann muss sich irgendjemand kümmern und im schlimmsten Fall kümmern für die nächsten 30 Jahre oder länger. The person who owns it here, Franz and Isel, they had this space and they said, look, you can use it. They started to help take one in, and they provided all the space. They built all the cages. It's all their private money for this center. It's crazy. They put so much effort. Das Geile ist, man trifft im Umweltschutz oder wenn man sich mit dieser Thematik beschäftigt, immer wieder so krasse Charakteren. Und Franz ist einer der krassesten. Wenn es irgendwo Affenpocken, Covid oder sonst irgendwas gibt an Krankheiten, der Franz hat's garantiert. Weil der knutscht mit den Affen, die hängen auf ihm rum, die haben ihn gebissen, gekratzt, der hat alles schon erlebt. Also wenn einer der Patient Null ist für irgendwas, dann ist es der Franz. Bei dem findet man vermutlich noch die Heilung aller Krankheiten in seinem Blut. Ey, alter Schwede. Unfassbar. Er ist echt ein Bär von Mann. Er sieht aus wie so ein Ex-Boxer. Südafrikanischer Dialekt, Mitte 50 ungefähr, tätowiert, rauchend. Und der Typ wirkt, als ob du den nachts nicht auf der Straße begegnen möchtest. Aber er ist ein super Sympath. I love animals since small. So for me, I'll always, it's just like I say, it's for me sad they're gonna get released. Ja. But like I told him also, it needs to happen. I just don't want to be with, because my wife went with, but I can't. I'll cry my eyes out, because they like family for me. Ich habe ihn auch gefragt, warum machst du das überhaupt? Sagt er, weil es geht ja gar nicht anders. Ich kann das nicht ertragen. Ich muss etwas dagegen tun, weil ich sonst traurig bin. Und das ist auch mein Credo. Einfach was dagegen tun. Ist das, was am besten gegen dieses Ohnmachtsgefühl hilft. So how many monkeys do we have here? 80. 80. 89. Oh, Yeah, shit. 89, yeah, Franz now. 84, I think. No, 84. Not sure. There's a whole cage. All of them is most market babies. All of the market babies. And how did they end up? Tourists brought them, or you confiscate them, or how did this group? Ones we confiscated was that's when we still had the chance to just take and tell them. Literally went to the market. They had all these babies, literally took them. Take them, okay. And said, you can't sell them. Actually, it was bluffing, yeah? It was pure bluffing. But sometimes you need to. Hey, man muss manchmal so ein bisschen pragmatisch einfach sein. Ne? Jetzt hat sie gerade gesagt, die waren auf dem Markt. Es kam eine ganze Ladung Babyaffen rein, die sind hin und haben gesagt, mitnehmen, das könnt ihr nicht verkaufen, bupp. Und dann, wenn man so Leute manchmal überrumpelt, funktioniert das ganz gut. And they are all smuggled from Sumatra. And we have to bring them back to Sumatra. Ja, of course. It's so crazy. They're so far from home. Man erschießt die Eltern oder man nimmt einfach die Babys den Eltern weg und smuggelt sie dann auf andere Inseln und verkauft sie dann dort. And often we find pellets inside their bodies because they shoot them with the air rifles. And then often the babies get hit also. Ja.
My aim is to release everybody. Yeah. But there are cases that they cannot return to the wild. For example, give me an example. Handicapped, lost the arm, lost Good. the hand, too mentally disturbed, not wanting to socialize with other monkeys. Too old, too long with people. 20 years in a small cage or on a chain. You know, they cannot socialize anymore. They never climbed in 20 years. So they lost the chance to be returned. They lost everything, you know, they lost everything. It's horrible. Ihr müsst euch vorstellen, das sind ja Primaten. Die unterscheiden sich gar nicht groß von uns, weil sie formen Sozialverbände, sie leben in Familien. Sie lernen alles von den Geschwistern, von den Eltern, von den Tanten, von den Onkels. Sie sind gemeinsam als Gruppe stark, sie sind einsam, sie fühlen Schmerzen, sie sind alleine, sie haben Stress. Die sind exakt wie wir. Du kannst ja nicht so einen schwer traumatisierten Affen, der von Menschen aufgezogen wurde, einfach in die Wildnis entlassen. Ich meine, die wurden als Babys ihren Müttern weggenommen. Die können gar nichts. Du kannst ja auch kein Menschenbaby nehmen und einfach auf die Straße setzen und sagen, hier, jetzt mach mal deinen Weg ins Leben. Es ist nichts anderes. Affen sind exakt wie wir. And that's why we started the sanctuary. The sanctuary is called Ellis Park. It's located in Sumatra next to our wildlife center. Yes. We have bigger facilities like this, and it's different cages connected. So you put one, you let them get to know each other, and you try to form a nice new family. It's all about them becoming a new family. Yes. It's really important. We're applying for the permit for this group, and Bella and the baby's there. I show you the photo before. That was one with the belly. That's her. The chain was in her belly, and I thought she was gonna die. Like it was really deep, and her belly was just open. Die hat eine Kette um den Bauch gehabt, die war an einem Baum festgebunden und sie hat mir die OP-Fotos gezeigt und da war eigentlich klar, dieser Affe wird nicht überleben, aber hier ist sie. And you put a second one to her, so they can become friends. This is a little baby that lost her mom because they always kill the mothers to get the babies. And the baby needs a new mother, so Bella became her foster mama. Okay. So Femke, do you actually have like an estimation how much it would cost to release? No, first steal or recover, then rehabilitate, and then release one macaque, one monkey. Generally, it's about €1,000 per monkey because the process is really long. They come in, they need quarantine. Yeah. And in this case, they're here in an emergency center. Yeah. I need to move them first to Java with a truck. I need permits. Then, in Java, they need to go in quarantine. We need to do blood work. We need to do many tests, medical work. Then they stay for 1.5 years at least to form a nice new group. Then we do a pre-release survey. We check the area where they can be released. Clearly. It needs to be safe. There needs to be no people around. Needs to be a protected forest. Then we get the permit to release. So the whole process from rescue to finally the release takes about 1.5 to 2 years, depending on the monkey. It's all donation-based. All donation. All donation-based. All donation. Und das ist nämlich genau der Punkt, dass die Leute immer nur arbeiten können, wenn sie tatsächlich Spenden bekommen. Und in dem Fall wäre das jetzt Sumatran Wildlife Center? Ja, SumatraWildlifeCenter.com. Very easy. Und Femke packe ich auch noch mal unten mit rein, falls ihr Fragen habt, Instagram-Account und so weiter.
Weil es ist super wichtig, dass wir Menschen wie die Femke und ihre Organisation unterstützen, weil nur dann kommen diese Affen am Ende auch wirklich wieder in die Wildnis. Anders geht es gar nicht. Ne? And I'm so glad that there is people like you doing this process, and it's amazing. It's heartbreaking to see the babies. They're all orphans. They all lost their mom. Crazy. But, yeah. And it's completely senseless. I mean, they are cute as babies, but later they bite, they attack. Yeah. It's a burden to keep them. Yeah, you cannot keep them as a pet. It's impossible. A wild animal. Yeah. Solche Affen sind das ungeeignetste Haustier nach einem Krokodil oder einem Hai überhaupt. I was bitten by a chimp. That's more scratches. This was biting. I had a lot of biting on my hands usually. And he bit me. The blood was running. Die rütteln an ihrem Käfig, dass der Stahlkäfig sich bewegt. Die versuchen, einen zu greifen. Die wollen einem die Kamera wegziehen. Die versuchen, einen zu beißen, zu kratzen. So it happens. Last year, the other monkey, I caught one monkey. He almost took my finger off. I can. He's got teeth 4 or 5 centimeters. Und das ist natürlich ein äußerst unangenehmes Haustier. Und an dieser Stelle lasst euch gesagt sein, Affen sind wilde Tiere. This is how they are with their owners, yeah? Yeah. And then anybody else coming close, Yeah. I'm his biggest enemy. Ja, ja. Okay. Okay. That's how people get bitten. Exactly. Okay, Papa. Okay. So ein Affenbaby ist meinetwegen süß, aber wilde Tiere bleiben wilde Tiere. Who are all these people? Help us. They work for me. Yeah, bro, stop here. Jetzt sind gerade seine Helfer und Mitarbeiter angekommen. Jetzt wird ein bisschen sauber gemacht und Essen vorbereitet. Und dann wird es hier wilde Affenbande. Das muss alles bezahlt werden auch, ne? Eieiei. Und wie es immer so ist in solchen Situationen, wenn man vor Ort ist, bekommt Femke von einer Followerin einen Tipp, dass auf Bali ein Affe gerettet werden muss. Und da gehen wir hin. Ich habe meine Hände an einem Käfig, wo ein Affe drin sitzt, der mich nicht gut leiden kann. So, erstmal den Link hier rein. Die letzten 2 Videos schauen wir dann nächste Woche. Alter Falter. Das poste ich auch mal rein. Und ich werde bestimmt noch einen 10 oder so übrig haben. Um das dann auch zu machen. Mache ich dann nach dem Stream.